Der Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen richtet sich in erster Linie an Studierende, die vielleicht schon BWL-Kenntnisse mitbringen oder dort im beruflichen Alltag regelmäßig mit zu tun haben und jetzt den Technikteil hauptsächlich noch dazu lernen möchten. Das heißt, wir konzentrieren uns mehr auf die Technik und so kann man dann eben technisches Grundlagen-Know-how sich aneignen und dann aber eben auch in einzelne Vertiefungen reinschauen. Und da bedienen wir dann natürlich die aktuellen Themen digitaler Zwilling, genauso wie Simulationsmodelle, oder eben aber auch die Grundlagen in der Elektrotechnik oder im Maschinenbau. Ich erwarte, dass ich deutlich mehr nochmal von den technischen Aspekten verstehe, dort besser werde und dann mit meinen Kunden bessere technische Gespräche führen kann. Grundsätzlich ist Wirtschaftsingenieurswesen als Studienfach auch bei den Arbeitgebern sehr beliebt, denn gerade diese Schnittstellenfunktion ist in der Praxis eben sehr gefragt, dass man sowohl Verständnis für die Technik hat, aber das Ganze auch in interdisziplinären Teams in die Umsetzung bringt. Und genau das vermitteln wir hier. Ich habe halt gemerkt, dass selbst in den kaufmännischen Abteilungen es immer hilfreich ist, einen technischen Hintergrund zu haben, weil man eben doch häufig über die Produkte spricht, die man selbst fertigt. Und da ist es halt sehr hilfreich, wenn man auch ein bisschen weiß, worüber man spricht. Wir haben hier viele Forschungsprojekte und in Kombination natürlich dann auch die Labore, wo wir dann die Forschungsprojekte durchführen und haben so eben eine enge Verdrahtung zwischen der Forschung und der Lehre und können so sehr aktuelle Inhalte in den Studiengang mit einfließen lassen. Es ist ein guter Mix, also man hat immer wieder Theorieanteile, geht dann aber auch in die Labore und guckt sich dann vor Ort das an, macht selber Versuche, die man dann nachstellt und hat einen sehr guten Mix zwischen Theorie und Praxis. Die Atmosphäre bei uns im Studiengang zwischen den Dozentinnen und den Studierenden ist in der Regel recht locker und man könnte auch sagen, in gewisser Weise so auf Augenhöhe. Also immer gerade, wenn man dann so in die Diskussion reingeht, was in den Firmen passiert, wie man das mit der Theorie zusammenbringt und dann auch die Diskussion untereinander, ist eigentlich immer ein sehr lebendiger Austausch. Die Betreuung ist sehr gut. Wir sind ein Studiengang mit 15 Leuten. Haben eine sehr individuelle Betreuung, sehr gutes Verhältnis zu unseren Dozenten. Das ist sehr, sehr gut. Dass man einen sehr engen Kontakt zu den Professoren hat, dass man sie auch abends anrufen kann, wenn man Probleme hat oder wenn man zu den Klausuren nicht kann, dass man da Alternativtermine findet. Studierende können natürlich eigene Fragestellungen aus dem Unternehmen mitbringen und dass man das dann auch hier in den Kursen diskutiert bzw. eben Grundlagen dazu lernt und dann kann das Ganze eben dann später auch zum Beispiel in der Masterarbeit vertieft werden. Ich muss schon sagen, dass die Dozenten sehr stark mit uns in die Diskussion gehen und auch immer wieder fragen, aus welchen Bereichen wir kommen, in welchen Bereichen wir es anwenden können. Das ist für uns total hilfreich, weil wir natürlich uns dadurch auch in unseren jetzigen Berufen stärker weiterentwickeln können und gleichzeitig sind natürlich die Interessensgebiete von allen dann vertreten. Das Studium teilt sich auf in fachspezifische Fächer, wo man dann eben die ingenieurswissenschaftlichen Grundlagen lernt mit den entsprechenden Praxisteilen und hinzu kommen dann noch die Komplementärfächer, das heißt, man hat dann da auch nochmal Leuphana-typisch einen fachübergreifenden Einblick in verschiedene Methoden, die dann eher vielleicht auch so der persönlichen Weiterbildung oder Personalführung zuzuordnen sind. Für mich persönlich ist der Reiz, hier an der Professional School zu lernen, dass man eben eher auf Augenhöhe mit den Studierenden sich über Themen austauschen kann, weil sie eben diese Praxiserfahrung mitbringen und man bekommt aber auch mal anderes Feedback oder einfach mal so eine Praxiserfahrung. Das haben wir schon mal ausprobiert, das hat bei uns mittelgut funktioniert, das hat bei uns funktioniert und so kommt man dann wieder in einen gesunden Austausch hinein.